Wenn du dein Handgelenk nicht so richtig bewegen kannst, es steif ist, schmerzt und du kaum beugen, strecken oder zupacken kannst, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Ich zeige dir ein paar einfache, aber sehr effektive Übungen, mit denen du deine Schmerzen lindern kannst und deine Hand wieder in Bewegung bringen kannst. Damit wir unsere Handgelenke frei bewegen können, müssen viele Teile zusammenarbeiten. Bänder, Muskel, Sehnen funktionieren wie ein perfektes, eingespieltes Team. Stell dir das Handgelenk wie ein kleines Scharnier vor. Es soll sich bewegen, aber auch stabil bleiben, damit wir Dinge greifen oder halten können. Genau dieses Zusammenspiel macht es möglich, dass wir im Alltag greifen, schreiben, tippen oder auch ganz feine Bewegungen ausführen können. Wenn dieses Gleichgewicht gestört ist, zum Beispiel nach einem Unfall, durch Schmerzen, Schwellungen oder schwacher Muskel, merken wir das sofort. Die Beweglichkeit geht verloren oder ist eingeschränkt. Es fällt uns schwer, etwas festzuhalten oder zu greifen. Oder vielleicht kannst du die kleine, schwere Tasse nicht mehr halten. Die Türgriffe fühlen sich schwergängig an oder einfach Tätigkeiten wie Knöpfe schließen werden zur Herausforderung. Das passiert, weil die Muskeln nicht mehr richtig zusammenarbeiten und das Gelenk nicht mehr die Stabilität hat, die wir brauchen. Ein einfaches Bild. Stell dir vor, dein Handgelenk ist wie ein kleines Segelboot. Wenn die Segel richtig gespannt sind und das Ruder funktioniert, fährt es ruhig und kontrolliert über das Wasser. Sind die Segel locker oder das Ruder schwach, gerät das Boot ins Schwanken. So ähnlich ist es, wenn Muskel, Sehne und Bänder nicht optimal arbeiten. Es können Überbelastungen entstehen, wodurch das Gelenk gereizt wird und dann Beschwerden auslöst. Mit gezielten Übungen können wir dieses Zusammenspiel wiederherstellen, indem wir die Muskel stärken, die Sehne geschmeidig halten und das Gelenk stabilisieren. Kann die Beweglichkeit zurückkommen. Schritt für Schritt. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Für die erste Übung solltest du dich hinsetzen auf einen Stuhl vor einem Tisch. Du platzierst deine Handfläche von der verletzten Seite bzw. von der Seite, die du jetzt üben willst, so auf die Tischkante drauf, dass das Handgelenk direkt an dem Ende von der Tischplatte bleibt. Versuche deine gesamte Handfläche auf dem Boden zu lassen bzw. auf den Tisch zu lassen und mit der gesunden Seite umgreifst du dann die Hand, so dass du jetzt halt mit der oberen Hand die untere stabilisieren kannst. Was du möchtest, ist sicherzustellen, dass die Handfläche nicht von dem Tisch abhebst. Und von dieser Position aus bewegst du nun deinen Unterarm, indem du den Unterarm so weit wie möglich nach unten bringst. Ziel wäre 90 Grad, das wäre die normale Beweglichkeit in die Beugung von den Unterarm. Und dann wieder in die Streckung rein. So weit wie du kannst, auch nach vorne hin. Ebenfalls hier sollten 90 Grad möglich sein. Versuche ganz bewusst langsam den Unterarm nach unten zu bewegen, so weit wie es für dich geht. Und dann auch nach oben zu bewegen, so weit wie es für dich geht. Die obere Hand ist nur dafür da, dass du die Bewegung kontrollieren kannst und die Bewegungsgrenze jedes Mal etwas weiter verschiebst, damit du mehr Beweglichkeit von deiner Hand wiederherstellen kannst. Eine Alternative, die ich auch gerne zeige, ist, wenn du so ein kleines Kissen oder ein Handtuch auf die Tischplatte platzierst und dann probierst du zuerst die Fingerspitzen und dann den gesamten Handrücken nach unten zu bewegen, auf die Platte hinzu und dann wieder strecken. Je weicher die Fläche ist, desto leichter wird es dir auch fallen, in die Bewegung reinzugehen. Einmal so, dass du den Handrücken Richtung Boden bewegst und das andere, indem du Fingerspitze auf den Tuch oder auf das Kissen platzierst und dann probierst du die gesamte Handfläche
auf dem Kissen wieder drauf zu drücken und dann wieder löst. Wichtig dabei ist, dass dein Ellenbogen komplett durchgestreckt bleibt. Diese Übung ist eher für das Training der Mobilität. Deswegen solltest du auch mehr Wiederholungen durchführen. Das heißt, je Serie bewegst du dich hier zwischen 15 bis 20 Wiederholungen und probiere bei jeder neuen Bewegung das Maximale an Beweglichkeit auch rauszuholen, sowohl in die Beugung rein, als dann auch in die Streckung rein. 2 bis 3 Serien von 15 bis zu 20 Wiederholungen. Die zweite Übung ist zum Training der Greifkraft. Und genau das passiert sehr häufig, wenn Menschen sich das Handgelenk verletzt haben. Sie haben das Gefühl, dass sie nicht mehr richtig zugreifen können, beziehungsweise dass die Sachen aus der Hand fallen, weil das Ganze so doll wehtut. Und genau dafür ist dann diese Übung. Du solltest die Übung mit Hilfe von einem Ball durchführen. Je größer der Ball, desto leichter ist die Übung. Je kleiner der Ball, desto schwieriger ist sie auch. Was du machen solltest, ist deine Handfläche komplett auf den Ball zu platzieren. Und dann versuchst du, die Hand einfach komplett zuzumachen bzw. ordentlich zu greifen. Ziel ist, dass du eine Spannung aufbaust, indem du die Muskulatur von deiner Hand ganz bewusst anspannst und hältst. Bleib mit der Spannung für ungefähr 5 bis 10 Sekunden und lass es dann wieder los. Wichtig dabei ist, dass du eher eine Bewegung durchführst, indem du die gesamte Finger in so eine Beugung reinbringst und nicht nur so zuschließt. Du solltest auch ordentlich in der Fingerspitze Kraft ausüben bzw. ordentlich zugreifen, die Spannung aufbauen, halten 5 bis 10 Sekunden und dann langsam wieder loslassen. Wenn du die Übungen ein paar Mal durchgeführt hast, wirst du spüren, dass sowohl die oberen Teil von deiner Unterarmmuskel als auch dieser unteren Teil angespannt werden, beziehungsweise dort spürst du auch diesen Training-Effekt. Das Gleiche kannst du dann auch mit dem kleineren Ball machen, indem du versuchst, wieder das Handgelenk stabil zu halten und dann ordentlich zuzupacken. Auch den kleinen Finger nicht vergessen. Greifen, schließen und dann wieder lösen. Greifen und schließen. Die Spannung auch halten von 5 bis 10 Sekunden und dann wieder lösen. Als erstes solltest du die Übung mit allen Fingern zusammen üben, dass du denn da alle Finger zusammen gemacht hast und somit hast du sowohl die gesamte Muskelpaket von den Unterarm. Als nächster Schritt kannst du dann versuchen, den Ball mit unterschiedlichen Fingern zu greifen. Daumen und Kleinfinger, Daumen und Ringfinger, Daumen und Mittelfinger, Daumen und Zeigefinger. Alles wieder loslassen und dann wieder von vorne zu beginnen. Diese Übung solltest du so häufig durchführen, bis du auch eine ordentlich spannende Muskulatur spürst. Je nachdem, wie trainiert du bist, können das 10 bis 15 Wiederholungen werden, 2 bis 3 Serien. Denk aber bitte daran, immer zwischen einer Serie und der nächsten auch genug Erholungszeiten einzubauen, damit die Muskulatur sie regenerieren kann und für das nächste Set dann noch stärker wird. Nun geht es um die dynamische Stärkung deiner Unterarm- bzw. deiner Handmuskulatur. Dafür wäre es super, wenn du so ein Gummiband hast. Platziere den Gummiband unterhalb von deinen Füßen und platziere es so, dass du von Beginn aus schon eine bestimmte Spannung hast. Dann beug deinen Oberkörper nach vorne und lass deine Ellenbogen auf deine Oberschenkel ruhen, so dass es jetzt den Unterarm eine gute Stabilität bekommt von deiner Oberschenkel. Wichtig hierbei ist, dass deine Ellenbogen gebeugt bleibt. Also den Rumpf nach vorne biegen, den Ellenbogen lässt du gebeugt in 90 Grad, deine Handgelenke, die soll hier stabil bleiben. Und aus dieser Position lässt du dann die Hand nach unten, du kannst sie auch gerne greifen und dann hebst du die Hand so weit wie du kannst nach oben, ohne dass der Unterarm deine Oberschenkel verlässt.
Beweg nur das Handgelenk, lass es sanft nach unten senken und heb sie dann wieder hoch. Lass sie nach unten senken und heb sie dann wieder hoch. Wichtig hierbei ist, dass die Bewegung von der Handgelenk kommt und du nicht die gesamte Unterarm von deiner Oberschenkel hebst. Jetzt noch einmal von der Seite. Oberkörper nach vorne gebeugt, Ellenbogen 90 Grad lassen, Unterarm ruht auf deine Oberschenkel, Handgelenk beginnt in eine Streckungsposition, deine Handfläche zeigt zur Decke. Gegen den Widerstand von dem Gummiband versuchst du dann das Handgelenk nach oben zu beugen und dann langsam wieder senken. Nach oben zu beugen und dann langsam wieder senken. Du führst diese Übung jetzt abwechselnd durch. Das heißt, als erstes stärkst du nun die Innenseite von den Unterarmmuskeln, die Beugemuskulatur von deinem Handgelenk. 10 bis 15 Wiederholungen, je nachdem, wie gut du trainiert bist und vor allem je nachdem, wie schwer dein Gummiband ist. Wenn du die Serie durchgeführt hast, dann drehst du einfach die Hand, so dass nun dein Handgelenk nach unten Richtung Boden zeigt. Einfach mal einmal umdrehen und jetzt beginnst du mit dem Zug von unten, Unterarm auf dem Knie drauf und dann streckst du die Hand nach oben. Hier müsstest du genau diese Muskulatur seitlich auch spüren. Vor allem, wenn du mit Ellenbogenbeschwerden zu tun hast, ist diese Übung super gut. Langsam wieder senken lassen nach unten und dann gegen den Widerstand von dem Gummiband deine Handgelenk strecken nach oben hin. Auch hier spielt die Geschwindigkeit eine große Rolle. Versuche die Übung langsam und kontrolliert durchzuführen und falls das Gummiband für dich zu schwer ist, kannst du sie entweder einfach nehmen oder auch ohne jeglicher Widerstand, aber hier dann halt deutlich mehr Wiederholungen, wie zum Beispiel 20 oder 30. Wenn dir dieses Video gefällt und du mehr lernen möchtest, wie du von zu Hause aus mit einfachen Übungen Schmerzen lindern kannst, deinen Körper, deine Muskeln stärkst und vom Alltag weniger Beschwerden, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Die nächste Übung ist eine super Übung für eine Alltagsbelastung, die man sehr häufig hat. Das Tragen von Taschen. Dafür brauchst du einen Beutel und den solltest du vollpacken mit Gewichten, Büchern oder irgendwas, was du als Training als Gegenstand nutzen kannst. Je schwerer die Tasche, selbstverständlich, desto schwerer ist die Übung. Platziere deinen Unterarm auf eine feste Platte, wie zum Beispiel ein Tisch oder irgendwas, wo du deinen Oberkörper ablegen kannst, bzw. deinen Unterarm ablegen kannst. Wichtig hier ist, dass jetzt das Handgelenk stabil bleiben solltest. Du solltest deine Hand nicht nach unten bewegen, bzw. in eine gerade Linie halten von den Unterarm und das Handgelenk. Jetzt hältst du die Tasche so fest, dass deine Handfläche zuerst nach oben zeigt und in dieser Position mit den Unterarm ruhend auf der Platte 20 bis 30 Sekunden halten kannst. Bei der Übung geht es nur darum, dass du darauf achtest, dass das Handgelenk gerade bleibt und dass das Gewicht nicht Richtung Boden wegfallen lässt. 20 bis 30 Sekunden halten, 5 bis 10 Wiederholungen solltest du durchführen. Zwischen jeder einzelnen Sitzung nimm dann das Gewicht wieder weg, lass deine Hand wieder locker, entspann das Ganze für 20 bis 30 Sekunden und geh dann in die nächste isometrische Anspannung. Das heißt, Gewicht nach unten, das Handgelenk hältst du gerade und in der Position einfach halten. Insgesamt 10 Wiederholungen sollen das werden. Und für die letzte Übung bräuchtest du so einen Ball oder einen Kissen. Mit dem Ball ist die Übung dann etwas leichter. Stell dich zu einer Wand hin, den Ball an der Wand dran. Mit einer Faust gibst du nun etwas Druck gegen den Ball. Der Ball soll so platziert sein, dass du von den Ellenbogen her durchgestreckt bist und auf Höhe von deinem Schultergelenk. Nicht, dass der Arm zu weit nach oben ist oder zu weit nach unten. In eine gerade Linie gibst du erstens etwas Druck
auf den Ball drauf oder auf den Kissen. Und jetzt versuchst du nur dein Handgelenk eine kreisende Bewegung durchzuführen, sodass du den Ball in Uhrzeigersinn bewegst. Ziel hierbei ist, dass du mit etwas Druck die Bewegung ganz bewusst durchführst, ohne dass der Ball weggeht, und die Bewegung soll von deiner Handgelenk kommen, nicht von der Schulter. Die Schulter soll sich möglichst wenig bewegen. Einmal in Uhrzeigersinn und dann wieder ein bisschen Druck gegen den Ball, Handgelenk erstmal stabil und dann dynamisch in einer kreisenden Bewegung in die Gegenrichtung. Ebenfalls hier langsam und kontinuierlich, dass du das Handgelenk drehst. Eine kreisende Bewegung von dem Handgelenk. Die Übung solltest du dann nach Zeit wiederholen. 30 Sekunden in eine Richtung und dann wieder 30 Sekunden in die andere Richtung. Dann eine kurze Pause einbauen für ungefähr 20 Sekunden und das Ganze 5-mal wiederholen, sodass die letzte Übung insgesamt 5 Minuten dauert. Mit diesen 5 Übungen förderst du die Beweglichkeit von deinem Handgelenk, vor allem dann, wenn du einen Unfall hast und das Handgelenk gebrochen hast, und stärkst Muskulatur und Sehne. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder bei dem nächsten Video. Ciao!